Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. In diesem Video haben wir wieder einen Produkttest für euch. Und zwar haben wir den Akku-Rasentrimmer Universal Grasscut 18-260 von Bosch für euch getestet. Wie sich der Rasentrimmer in unserem Praxistest geschlagen hat, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Im letzten Jahr und auch in den letzten Wochen haben wir bereits verschiedene Rasentrimmer für euch getestet. Unter anderem je 3 Modelle von Gardena und von Einhell. Die Videos haben wir euch noch einmal in der Infobox und unter diesem Video verlinkt. Los geht's wie immer mit dem Unboxing und ein paar technischen Daten. Der Akkutrimmer hat eine Schnittbreite von 26 cm. Der Faden läuft mit 7300 Umdrehungen pro Minute. Die Fadenstärke beträgt dabei 1,6 mm und die Fadenlänge 6 Meter. Der Trimmer wiegt etwa 2,3 Kilos ohne Akku. Mit Akku etwa 2,7 Kilogramm. Es wird ein 18 Volt Akku von Bosch benötigt. Wir haben uns dieses Mal für ein Set entschieden, wo ein 2 Ampere Akku bereits inklusive war. Der Akkurasentrimmer kommt gut verpackt an und besteht aus nur wenigen Einzelteilen. Dem Stiel, Schutzblech, Führungsrad, Akku, Ladegerät und Bedienungsanleitung. Das war schon. Den Akku haben wir zunächst einmal geladen. Das Schutzblech wird einfach aufgeschoben und anschließend mit einer Schraube fixiert. Die Schraube ist im Lieferumfang enthalten. Ihr braucht einen Schlitzschraubenzieher zur Montage. Auch das Rad wird vorne einfach aufgesteckt und kann sehr leicht und schnell an- und abmontiert werden. Die Fadenspule ist bereits vormontiert. Der Stiel lässt sich in mehreren Stufen in der Höhe von 120 bis 140 cm einstellen. Mit 1,80 Meter Körperlänge konnten wir angenehm arbeiten. Für ein angenehmeres Arbeiten sorgt auch der zweite Haltegriff, den man durch Drücken eines Knopfes perfekt einstellen kann. Beide Griffe sind gut geformt und liegen gut in der Hand. Die Bedienung gefiel uns allgemein sehr gut. Der Schneidkopf vorne kann durch einen grauen Hebel verstellt werden. Dabei kann man in 3 Einstellungen den Winkel für das Rasentrim einstellen, sowie durch ein Drehen des Kopfes des Rasentrimmers ebenfalls zum Rasenkantenschneider umfunktionieren. Hier hilft das Rad sehr gut beim Spurhalten. Der Trimmer lässt sich alleine und ohne Vorkenntnisse in unter 5 Minuten aufbauen. Nun fehlt noch eins: der Akku. Dieser war in rund 2 Stunden dann auch komplett aufgeladen, so dass wir loslegen konnten mit einem ersten Test. Wir haben den mitgelieferten 18 Volt 2 Ampere-Stunden Akku von Bosch verwendet. Der Griff ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet, den man hineindrücken muss, um das Gerät zu starten. Ein nützliches Sicherheitsfeature. Leider kann man den Gashebel nicht feststellen. Bei langen Arbeiten muss man so den Gashebel immer herunterdrücken. Aber genug vom Aufbau. Nun sollte es an einen ersten Test gehen. Zunächst haben wir am Feldrand etwas höheres Gras getrimmt. Das funktionierte einwandfrei und ohne Probleme. Wir haben das Rad vorne dran gelassen, auch wenn man es im Freiland eher nicht zum Trimmen benötigt. So hat man ein Gefühl dafür, wie weit der Faden nach vorne arbeitet. Das macht vor allem Sinn, wenn man in der Nähe von Zierpflanzen arbeitet, um diese nicht aus Versehen ebenfalls zu kürzen. Hier muss man sich ohne Rad ansonsten auf sein Gefühl verlassen. Auch am Zaun war das Rad sehr hilfreich. Nach etwa 20 Minuten am Feldrand in der Freifläche und am Zaun ein erster Blick auf den Faden. Wir haben ihn einmal etwas nachgezogen. Vom Messer wird er ordentlich und sauber gekürzt. Wir haben anschließend noch einige Zeit an unserem Zaun entlang gearbeitet und um ein paar Bäume herum getrimmt. Die Arbeit wurde gut verrichtet und der Trimmer lässt sich auch nach 30 Minuten Arbeitszeit noch gut führen. Natürlich wollten wir dann ausprobieren, wie sich der Trimmer beim Rasenkantenschneiden schlägt. Also haben wir den Kopf um 90 Grad gedreht und an unserem Beet entlang gearbeitet. Das Rad war hier relativ nützlich, um die Spur zu halten. Bei unserer ersten Runde hatten wir den Faden nicht weit genug nachgezogen, daher blieb hier noch ein bisschen Gras stehen. Da haben wir anschließend noch einmal sauber nachgearbeitet. Unser Fazit: Das Gerät macht grundsätzlich einen stabilen und hochwertigen Eindruck. Wir hatten jedoch manchmal das Problem, dass der Teleskopstiel nicht ganz fest saß und manchmal nachgegeben hat, wenn aus Versehen etwas Druck ausgeübt wurde. Die Arbeit an sich funktionierte aber einwandfrei und ging kinderleicht über die Bühne.
Die beiden Griffe sind angenehm zu halten und vor allem durch den zweiten, abgewinkelten Griff lässt sich sehr bequem und aufrecht arbeiten. In den 30 Minuten haben wir den Faden zweimal etwas nachgezogen. In den 30 Minuten sind grob 10 cm Faden verschwunden. Das ist völlig in Ordnung, wie wir finden. Der Akku war allerdings relativ schnell leer. Nach 20 Minuten mussten wir dann schon auf den Wechselakku umswitchen. Mehr kann man bei dem 2 Ampere-Stunden Akku wohl nicht erwarten. Wer also auch mal länger am Stück arbeiten möchte und keinen Wechselakku hat, wird hier etwas enttäuscht sein. Da empfehlen wir euch einen größeren Akku. Wir würden den Rasentrimmer für gelegentliches Trimmen im privaten Bereich durchaus empfehlen. Auch für das Rasenkantenschneiden ist er gut zu gebrauchen. Ein Allrounder für die Gelegenheitsnutzer also. Für etwas längeren Einsatz und etwas höheres Gras solltet ihr vielleicht einen Trimmer mit etwas mehr Wumms nehmen. Da haben wir zum Beispiel den Einhell-Trimmer mehr überzeugt. Auch für den Einsatz über ein paar Stunden hinweg und für etwas mehr Komfort beim Arbeiten solltet ihr euch unsere beiden Testvideos zu den beiden Einhell-Rasentrimmern anschauen. Beide Videos findet ihr in der Infobox und unter diesem Video. Dort haben wir auch die Links zu den von uns getesteten Rasentrimmern von Gardena und Black & Decker. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.